Lieber Löwe, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir, was jetzt aktuell auf dich zukommt. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst weitergeleitet zu mehr Details, anderen Botschaften. Der Löwe. Eine Situation. Sie sagen, wo ist deine Neugier? Zu routiniert? Was ist Routine? Wohl eher abgestumpft, motivationslos. Sie empfehlen dir, sehe diese eine Situation mit Neugier, so als würde sie dir zum ersten Mal begegnen. Das ist nicht einfach, wenn man dorthin gehend abgestumpft ist. Doch versuche zu erkennen, versuche dein Bestes zu geben. Sie sagen, heute ist der Tag aller Tage. Ha! Und die Veränderung, wie wunderbar. Heute ist der Tag aller Tage. Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Wo stehst du? Am Anfang, am Ende? Beides gibt sich die Hand. Es verbindet sich. Du möchtest etwas aufrechterhalten. Eine Position, welche dir Sicherheit gibt, dir Anerkennung bringt. Doch wieder, es ist abgestumpft. Frage dich, was braucht es, um zu verändern? Suche nicht zu weit, die Antwort ist in dir. Unzufrieden. Die Logistik. Gut möglich, dass du, wie gesagt, etwas aufrecht erhältst, obwohl es dir längst ausgedient hat. Es kann gut möglich sein, dass du eingeladen wirst, etwas zu teilen, dein Wissen zu teilen, dein Können zu teilen. In diesem Falle jedoch, lieber Löwe, frage dich, ist es authentisch? Du vermeidest, genau hinzusehen. Angst vor Schmerz, Angst davor, eine Entscheidung treffen zu müssen. Für diejenigen, die in einer Third Party verwickelt sind, beziehungsweise eine Drittenergie ständig umherschwirrt, Vorsicht. Du möchtest die Veränderung, doch möchtest du nichts verändern. Es bedarf jedoch eine Handlung, es bedarf jedoch den ersten Schritt deinerseits, lieber Löwe. Das Universum wird dir eine Chance geben, dir gut möglich jemanden zukommen lassen, jemanden senden, welcher dir das Leben an sich mit anderen Augen unterbreitet, die Ansicht aufs Leben und unbemerkt erst hinterher wirst du bemerken, welch Geschenk diese Unterredung war.
Was möchtest du erreichen? Wie erreichst du? Zu deinem Vorteil, nicht zum Wohle anderer oder zum Allgemeinwohl. Es ist wichtig, dass du gibst, wenn du möchtest. Du fühlst dich von jemandem betrogen. Das heißt nicht, dass du in der Partnerschaft betrogen wirst, sondern du fühlst dich betrogen im Sinne, plötzlich entzieht dir jemand seine Aufmerksamkeit, dir werden Informationen nicht weitergeleitet. Doch verteufle diese Situation nicht, im Gegenteil, sei ihr dankbar, denn es zeigt dir dein Gegenüber auf. Ja, nun weißt du, mit wem du es wirklich zu tun hast. Und nicht deine Interpretation, wie du die Dinge, die Menschen sehen möchtest. Eine große Herausforderung kommt auf dich zu. Diese Herausforderung ist sehr positiv. Ja, also es ist wieder eine Chance, doch es ist eine Herausforderung, denn du solltest deinen Plan, du wirst einen Plan haben, auch wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Plan, weswegen sollte ich einen Plan haben? Er wird kommen, gut möglich, du wirst morgens aufwachen und zack, ist er da, während du deinen Kaffee oder deinen Tee trinkst oder was auch immer du trinkst. Es geht um das, was du trägst, das, was du erträgst und wie es zu verändern ist, auf dass es leichter wird. Dann hattest du eine Idee, etwas aufzubauen. Dies kann gut möglich mit dem Häuslichen sein, mit Immobilien sein. Doch du erkennst, wie es dich doch erschwert. Der Gedanke alleine, die To-Dos. Du wirst dich umorientieren und gut möglich deine Wurzeln woanders schlagen wollen. Mit anderen, sie sagen Utensilien. Interessant. Für diejenigen, die eine Reise programmiert haben, auf Reisen sind, diese wird vorzeitig abgebrochen, denn du bemerkst, dass auf dieser Reise irgendetwas fehlt. Nämlich deine Sicherheit. Auch hier wieder nicht falsch verstehen. Wir sprechen hier nur von internen Dingen im Sinne von internen Zuständen, Wachstumsprozessen. Es ist nicht, dass du im Außen bedroht wirst, doch du fühlst dich nicht sicher. Du denkst, wenn du nach Hause in den sicheren Hafen fährst oder den Ort wechselst, dass es besser ist. Doch ist es nicht. Das Universum möchte, dass du ehrlich zu dir bist. Das Universum möchte, dass du für dich einstehst. Und zwar auf ganz authentische Weise, lieber Löwe. Nicht so, wie du denkst, dass du es gerne hättest. Der 13. des Monats ist sehr, sehr ausschlaggebend. Denn dort werden
3 Vorkommnisse sein, 3 Gedankenblitze, whatever, die eine Serie von Wahrnehmungen in Szene setzen in deinem Leben. Ein Prisma spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und die geistige Welt lädt dich ein, in dich zu gehen. Wo hast du selbst deine Grenzen überschritten? Nur um im Außen zu zeigen, nur um im Außen jemand zu sein. Wir machen weiter im Extended, lieber Löwe. Schauen wir, was so noch durchkommt. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!